Ich habe mir für meine Canon R7 ein neues Objektiv gekauft, und zwar das hier. Das ist das Canon RFS 10 bis 18 mm Weitwinkelzoom. Und das habe ich gekauft, obwohl ich eigentlich schon eins hatte, nämlich das hier. Das ist das Canon EFS 10 bis 18 mm, das man mit einem Adapter auch an der R7 betreiben kann. Tja, aber kaum hatte ich es gekauft, kam halt das Neue raus. 399 € UVP, haben sich die gelohnt? Wir gucken uns das mal an. Rechnerisch aufgeblasen, bemitleidenswert klein. Das erschließt sich mir wiederum nicht ganz. Das kleine RFS-Objektiv ist offenbar nicht in der Lage, zu verzerren, zu vergrößern und wieder zu beschneiden. Ein etwas nerviges Gimmick. Die Meldung aus dem Menü ist insofern irreführend. Wenn man reinzoomt, sieht man das. Werde ich irgendjemandem raten, es zu kaufen? Ich sag's nochmal in aller Deutlichkeit. Naja, und was macht der Autofokus? Das wird verschleiert. Seltsam. Ja, und dann die Bildqualität. Das ist verzerrt, optisch derartig unzureichend, üble Vignetten. Werde ich es wegschmeißen? Auf jeden Fall. Naja, das irritiert schon ein bisschen. Eins merkt man auf jeden Fall, das neue Objektiv ist klein und es ist leicht. Es wiegt gerade mal 146 Gramm, das alte Objektiv mit Adapter schlägt mit 317 Gramm zu Buche, ist also gut doppelt so schwer. Ich muss aber dazu sagen, gemessen und gewogen habe ich es mit meinem Adapter, das ist nicht der Originaladapter, sondern der eines Fremdherstellers. Ja, und bei der Länge sieht es entsprechend aus, während das alte Objektiv noch rund 9,5 cm vorne aus der Kamera rausguckt, sind das bei dem neuen Objektiv nur noch rund 5,5 cm, beziehungsweise in der sogenannten Transportposition 4,5. Das ist einerseits praktisch zum Verstauen, andererseits unpraktisch, wenn man es vergisst, denn dann kann man nicht fotografieren und die Kamera fordert einen erstmal auf, das Objektiv in die Aufnahmeposition zu bringen. Insofern kann man da sicherlich geteilter Meinung drüber sein. Für mich ist es eher so ein etwas nerviges Gimmick. Wenn es aber jemand cool findet, dann verstehe ich das auch. Guckt man sich die Spezifikationen an, die vorne auf dem Objektiv draufstehen, dann stellt man fest, beide haben natürlich den gleichen Brennweitenbereich, unterschiedliche Anschlüsse fürs Bajonett. Beide haben den sogenannten Stepping-Motor und einen Bildstabilisator. Aber die Lichtstärke ist unterschiedlich. Beide fangen zwar bei 4,5 an, das neue geht aber bis 6,3, das alte bis 5,6. Sprich, das alte Objektiv ist am langen Ende der Brennweite tatsächlich ein bisschen lichtstärker. Das verwundert vielleicht auch nicht wirklich, wenn man sich die Bauweisen der beiden Objektive mal anguckt. Dieses neue hier, das hat schon eine bemitleidenswert kleine Frontlinse. Das hätte man vielleicht so bauen können, dass doch ein kleines bisschen mehr Licht vorne reinkommt, das dann hinten auch auf dem Sensor landen könnte. Nun haben wir es hier ja mit einem Objektiv zu tun, was extra für APS-C-Sensoren gebaut wurde. Das heißt, es muss auch nicht ganz so einen großen Bildkreis ausleuchten wie ein Objektiv für eine Vollformatkamera, weil der Sensor halt einfach kleiner ist. Was wiederum bedeutet, dass man das Objektiv kleiner bauen kann, vielleicht leichter bauen kann, vielleicht preiswerter bauen kann. Solange es den Sensor ausleuchtet, ist doch im Prinzip egal, wie klein die Frontlinse ist. Naja, ich glaube, sie hätte hier trotzdem größer sein können. Warum? Das sehen wir noch. Das jedenfalls das neue Modell, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, am langen Brennweitenende Licht schwächer ist als das immerhin 9,5 Jahre ältere Vorgängermodell, naja, das irritiert schon ein bisschen. Beeindruckend sind die Makrofähigkeiten des neuen Objektivs, man kommt wirklich ganz nah ran. Die Canon-Website gibt die Naheinstellgrenze im Autofokus-Modus mit 14 cm an, im manuellen Fokus sogar nur mit 8,6 cm. Wenn man dann sieht, wie nah das Objektiv wirklich am Motiv ist, dann kommen einem 8,6 cm doch übertrieben vor. Allerdings werden ja Naheinstellgrenzen nicht ab Frontlinse, sondern ab Sensorebene gemessen. Insofern passt das schon. Ja, und hier sind mal Fotos von meiner Notebook-Tastatur. Hier zunächst mit manuellem Fokus, aber auch im Autofokus-Modus sieht es noch so aus und man ist immer noch sehr nah dran. Warum da jetzt dieser Unterschied besteht zwischen Autofokus und manuellem Fokus in der Naheinstellgrenze, das erschließt sich mir wiederum nicht ganz. Das Objektiv hat ja vorne diesen Ring, an dem man die Schärfe einstellen kann. Das ist aber kein reiner Schärfeeinstellungsring, sondern ein Multifunktionsring, den ich mit zahlreichen anderen Funktionen belegen könnte. Entsprechend schlägt er auch nie irgendwo an. Das ist also kein mechanischer Ring, bei dessen Drehung sich mechanisch irgendwelche Linsengruppen im Objektiv verschieben, sondern das ist ein elektronischer Ring, der einfach Steuerimpulse an einen kleinen Motor gibt, der dann die Fokuseinstellung vornimmt. Ja, und was macht der Autofokus? Ja, nichts anderes. Der sendet Signale an diesen Motor, der die Schärfe einstellt. Deshalb erschließt sich mir nicht, warum
die Autofokus-Software in einem bestimmten Bereich diese Signale an den Motor senden kann, in einem anderen Bereich aber nicht, aber in diesem anderen Bereich eben trotzdem der Multifunktionsring diese Signale an den Motor senden kann. Seltsam. Auch im Makrobereich bleibt das Objektiv natürlich ein Weitwinkelobjektiv mit entsprechenden Bildwinkel und gerade in der Nähe entsprechenden Verzeichnungen, wie man hier im Vergleich mit einer 50 mm Aufnahme schön sieht. Kommen wir jetzt zum Wichtigsten, nämlich zur Bildqualität. Es wäre ja jetzt naheliegend, eine Fotoserie zu machen, wo man einfach mal das alte Objektiv mit dem neuen Objektiv vergleicht. Das heißt, man fotografiert immer das gleiche Motiv mit verschiedenen Blendenöffnungen und dann guckt man mal in der Bildmitte und am Bildrand nach der Bildschärfe, nach chromatischen Aberrationen, nach Verzeichnungen, man guckt mal nach Vignetten. All das mache ich in diesem Video nicht. Warum nicht? Weil mir was aufgefallen ist, das aus meiner Sicht all diese Tests überflüssig macht. Wir gucken uns mal ein Beispielbild an. Und zwar sehen wir hier im JPEG ein schönes Bild mit wenig Verzeichnungen, wenig Vignetten, insgesamt scharf genug. Und wenn wir uns das Bild im RAW-Format angucken, bei Canon heißt das ja CR3, dann sehen wir das gleiche Bild, an dem es insgesamt wenig auszusetzen gibt. Zum Beispiel in Photoshop Elements, aber auch in Digital Photo Professional, der Fotosoftware von Canon. Sieht man sich das Bild aber in der Fotoanzeige von Windows 11 an, dann erlebt man plötzlich eine Überraschung. Erst sieht man das schöne Bild, das ist aber nur das JPEG-Thumbnail, wie es in RAW-Formate ja üblicherweise eingebettet ist, und dann springt das plötzlich um und man sieht ein anderes. Das gleiche Bild sehen wir auch in der Software Luminar AI. Hier wird es zwar etwas heller dargestellt, was legitim ist, aber die Bildgeometrie ist die gleiche wie bei dem Bild aus der Windows-Fotoanzeige. Und bei diesem anderen Bild fällt auf, das hat üble Vignetten, das ist verzerrt und das hat einen Bildwinkel, der ein ganzes Stück größer ist als der von dem ersten Bild. Wir sehen hier also offensichtlich zwei verschiedene Versionen des gleichen RAW-Bilds. Beide sind zwar unterschiedlich groß, das aber nur geringfügig. Gerundet kommen beide auf 32,5 Megapixel und das ist ja eben die Sensorgröße der R7. Woher kommt dieses Bild? Na, eins ist mal klar, auf jeden Fall vom Sensor. Also das Bild zeigt offenbar das, was der Sensor tatsächlich gesehen hat. Das Bild, was Digital Photo Professional uns zeigt, muss also durch Bearbeitung dieses Bildes, was der Sensor gesehen hat, entstanden sein. Das Bild ist begradigt und vor allem ist es nur ein Ausschnitt. Wenn wir uns angucken, welchen Bereich dieses Bild in dem Originalbild auf dem Sensor eingenommen hat, dann finden wir das hier. Der Sensor der R7 ist ja wie gesagt 32,5 Megapixel groß. Der Bereich aber, aus dem dieses eigentliche Bild, das uns dann präsentiert wird, stammt, den habe ich mal gemessen. Der ist 24,2 Megapixel groß. Das RAW-Bild hat aber ja wie der Sensor 32,5 Megapixel, erweckt also den Eindruck, es käme vom ganzen Sensor. Das heißt, hier wird offenbar ein nicht mal 25 Megapixel großer Ausschnitt hochgerechnet auf ein 32,5 Megapixel Bild. Welche Veränderungen konkret nötig sind, um aus diesem Bild dieses Bild zu machen, das versuchen wir jetzt mal in Photoshop Elements nachzustellen. Als erstes korrigieren wir die Kameraverzerrung mit einem Wert von plus 100. Das reicht zwar nicht, ein höherer Wert ist aber nicht verfügbar. Deshalb wird ein zweiter Durchgang erforderlich, wo wir einen Wert von plus 12 anwenden. Damit wäre die Objektivverzeichnung weitgehend korrigiert. Man sieht das schön, wenn man das andere Bild mit einer Deckkraft von 50% drüber legt. Eigentlich könnten wir das Bild jetzt so zuschneiden, dass es den gleichen Bildwinkel hätte wie das erste Bild und wären fertig. Dann wäre das Bild aber, gerundet auf halbe Megapixel, nur 27,5 Megapixel groß und das würde ja auffallen. Also wird das Bild erst noch vergrößert. Wir skalieren auf 108%. Jetzt ist es groß genug, aber der Bildwinkel ist noch zu weit, deshalb beschneiden wir es und erhalten jetzt ein Bild, das 32,5 Megapixel groß ist und den gewünschten Bildwinkel hat. Und jetzt gucken wir uns mal an, was dabei auf der Pixelebene passiert. Hier habe ich ein Bild, wo jeder Pixel anders gefärbt ist als seine Nachbarpixel. Wenn man reinzoomt, sieht man das. Wenn ich die vorhin genannten Veränderungen auf dieses Bild anwende, dann sieht das nachher statt so aus. Ich sag's nochmal in aller Deutlichkeit. Das neue Canon-Objektiv ist optisch derartig unzureichend, dass 25% der Pixel auf dem Sensor zur Bilderstellung gar nicht erst genutzt werden. Das wird verschleiert, indem das notdürftig aus den restlichen Pixeln gewonnene Bild rechnerisch aufgeblasen wird, um den Eindruck zu erwecken, es stammte vom ganzen Sensor. Wer nur JPEGs fotografiert, hat überhaupt keine Chance, diese Manipulationen überhaupt zu bemerken, denn da passieren sie noch in der Kamera direkt auf den Bilddaten.
Bei den RAWs muss es aber anders sein, sonst könnten wir das zweite Bild mit keiner Bildbearbeitungssoftware sehen. Eigentlich kann ich bei der R7 ja wählen, ob ich die Verzeichnungskorrektur anwenden möchte oder nicht. Hier sieht man es im Menü mit angebrachtem EFS-Objektiv. Ich kann sie aktivieren oder eben deaktivieren. Wenn aber das RFS-Objektiv an der Kamera angebracht ist, dann ist dieser Menüpunkt Verzeichnungskorrektur ausgegraut. Klicke ich trotzdem drauf, bekomme ich die Fehlermeldung mit dem angebrachten Objektiv nicht verfügbar. Wenn ich mir jetzt aber die Metadaten in Digital Photo Professional anschaue, dann sehe ich, dass die Verzeichnungskorrektur aktiviert ist. Die Meldung aus dem Menü ist insofern irreführend. Es ist nicht so, dass die Verzeichnungskorrektur nicht verfügbar wäre. Im Gegenteil, die Wahlmöglichkeit, ob ich sie verwenden möchte oder nicht, die ist nicht verfügbar. Die Verzeichnungskorrektur bleibt mit dem RFS-Objektiv immer an. Von manchen Bildbearbeitungsprogrammen wird sie aus den Metadaten ausgelesen, interpretiert und umgesetzt und von manchen eben nicht. Mache ich das gleiche Bild mit dem alten EFS-Objektiv, habe ich diese Effekte in der Form nicht. Die Ausleuchtung und die Bildgeometrie sind viel besser und die Verzeichnungskorrektur bleibt auf Wunsch abgeschaltet. Ja, Zeit für eine Zusammenfassung. Bei Größe und Gewicht hat ganz klar das neue RFS-Objektiv die Nase vorn. Bei den technischen Daten dagegen das 9,5 Jahre ältere EFS-Objektiv, weil es einfach am langen Brennweitenende etwas lichtstärker ist. Die Naheinstellgrenze des RFS-Objektivs ist beeindruckend, allerdings mit dem Wermutstropfen, dass der Autofokus eben nicht über den gesamten Bereich funktioniert. Ja, und dann die Bildqualität. Das kleine RFS-Objektiv ist offenbar nicht in der Lage, den APS-C-Sensor optisch zufriedenstellend auszuleuchten. Stattdessen springt die Kamera ein und schreibt Metadaten in die RAW-Datei und diese Metadaten liefern offenbar das Rezept dafür, das Bild so zu verzerren, zu vergrößern und wieder zu beschneiden, dass am Ende ein optisch zufriedenstellendes Bild entsteht, das wie der Sensor auch 32,5 Megapixel umfasst, aber lediglich aus einem nicht mal 25 Megapixel umfassenden Bereich dieses Sensors gewonnen wurde. Die Kamera suggeriert in ihrem Menü, dass die Verzeichnungskorrektur, mit der sie genau das erreicht, mit dem RFS-Objektiv nicht verfügbar wäre. Tatsächlich ist es aber so, dass die Korrektur mit dem Objektiv nicht abschaltbar ist. Sie bleibt immer an. Und wir reden hier vom Originalobjektiv eines namhaften Kameraherstellers, neu entwickelt für sein APS-C-Flaggschiff, dessen Body allein 1.500 € kostet. Wir reden hier nicht von irgendeiner Scherbe eines No-Name-Anbieters. Können wir gar nicht, weil Canon nämlich bis auf ganz wenige Ausnahmen Fremdobjektivhersteller von der Nutzung seines RFS-Bajonetts kategorisch ausschließt. Ich bin mir sehr sicher, dass es mindestens 2 Fremdobjektivhersteller gibt, die eine sehr gute Alternative bauen würden, wenn sie denn dürften. Also, Abschlussfazit zum neuen Objektiv. Werde ich irgendjemandem raten, es zu kaufen? Nein. Werde ich es wegschmeißen? Auch nicht. Ich weiß ja jetzt, was es macht. Werde ich mein altes behalten? Auf jeden Fall. Gut, vielen Dank für das Interesse.